Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. War ja jetzt schon länger geplant, dass noch ein paar Audi-Videos folgen. Dann ist das mit dem Camaro dazwischen gekommen. Ja, alles ein bisschen blöd gelaufen. Vielleicht habt ihr auch schon das Instagram-Posting gesehen. Ich bin jetzt zum zweiten Mal liegen geblieben, diesmal mit einem anderen Problem. So habe ich mir das tatsächlich nicht vorgestellt beim Camaro, aber gut. So ist es jetzt eben. Heute aber ein bisschen Audi-Content, und zwar war mir vor einiger Zeit aufgefallen, dass der Keilrippenriemen, also vorne am Motor läuft ja der Keilrippenriemen, haben hier auch so eine schöne Schemazeichnung. Das ist die Original-Reparaturanleitung von Audi. Und wie gesagt, vorne am Motor läuft eben der Keilrippenriemen. Der ist dann hier entsprechend an einer Stelle vorgespannt. Und den möchte ich jetzt heute erneuern, weil mir war beim letzten Mal, als ich unten Ölwechsel gemacht habe, aufgefallen, dass der aktuelle Keilrippenriemen nicht mehr so gut aussieht. Ich habe jetzt hier 3 Stück bestellt. Warum 3 Stück? Weil aus meiner Erfahrung das manchmal ein bisschen schwierig ist. Die beiden sollten eigentlich die gleichen sein. Das sehen wir hier an der Teilenummer. Das ist diese 07L903137E. Und das gleiche haben wir hier auch. Das heißt, das habe ich auch direkt bei Audi bestellt. Das müsste eigentlich passen. Das hier ist jetzt ja, so ein Zubehörprodukt von entsprechend Continental. Da weiß ich nicht, ob das wirklich passt. Ich würde mich jetzt erstmal darauf fokussieren, so einen Original-Audi-Riemen zu verbauen. Und um da ranzukommen, muss hier einmal die Unterfahrverkleidung weg, also beziehungsweise den Unterfahrschutz vom Motor, diese Plastikwanne, die habe ich ja auch neu. Die werde ich jetzt aber noch nicht erneuern, sondern es folgt ja noch ein Video, wo ich unten die Ölwanne abnehme und neu abdichte, und nachdem ich die Ölwanne abgedichtet habe und dann sicher bin, dass da jetzt nichts wieder raustropft, erst dann werde ich den neuen Unterfahrschutz verbauen. Denn wenn ich jetzt den neuen Unterfahrschutz verbaue und da weiterhin Ölverlust da ist, sauge ich mir das neue Teil nur wieder ein, und das möchte ich nicht. So, und wie gesagt, jetzt hätte ich gesagt, starten wir einmal unterm Fahrzeug. Dafür werde ich das Ganze jetzt mal mit der Bühne hochfahren. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich die Bühne einsetze dafür, die neue. Und dann nehmen wir diesen Unterfahrschutz vom Motor ab, und dann schaue ich mal, ob ich das mit den Riemen hinbekomme. Ich packe euch da jetzt in den Zeitraffer. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen. Es war wieder eine Stelle, die echt genervt hat, diese hier, wo sozusagen die Motorpappe nochmal zusätzlich am Kotflügel befestigt ist. Da wollte das natürlich partout wieder nicht raus. Ist jetzt auch wieder dieser Clip kaputt gegangen. Ich weiß nicht, den wievielten ich von diesen Clips ich jetzt da schon verwendet habe. Die sind einfach mega scheiße. Vielen Dank, Audi. Also da verstehe ich nicht, wieso man hier nicht einfach eine normale Schraube ranmacht, so wie hier. Hier haben sie ja auch einen Torx genommen, von mir aus normale Schraube, die man halt mit einer Nuss lösen kann. Keine Ahnung. Jetzt, wie gesagt, das hier ist die Verkleidung von dem Getriebe. Die hatte ich ja schon mal erneuert, die sieht aber jetzt auch schon wieder ziemlich mitgenommen aus. Liegt einfach daran, weil hier vorne dieses Öl von der Ölwanne, man sieht ja auch auf dem Boden jetzt schon wieder ein paar Tropfen, das tropft da halt die ganze Zeit raus. Das, wie gesagt, mache ich jetzt dann im Anschluss wenn das mit dem Keilriemen geklappt hat. Da drüben, wie gesagt, das ist die alte Motorpappe. Die habe ich auch schon neu, aber die möchte ich erst dran machen, wenn ich mir sicher bin, dass die Ölundichtigkeit gefunden ist. Diese Flaps habe ich mir auch neu bestellt, zusammen mit diesem Motorunterfahrschutz, dass ich das dann alles frisch und neu machen kann. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einmal da unten. Ich wische nochmal das Öl weg und dann gucken wir uns mal den Keilrippenriemen an und ob wir da rankommen. Und ja, wie gesagt, Draht musste ich abnehmen. Ich habe jetzt hier auch was weggeschnitten von der Kotflügelverkleidung. Die habe ich auch neu. Also sowohl hier für die Fahrer- als auch für die Beifahrerseite habe ich beide Kotflügel-Innenhäuser. Also diese Schalen habe ich neu. Die mache ich dann auch frisch. Die waren auch schon ein bisschen kaputt und angegammelt. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir gucken jetzt in Richtung Keilriemen. So, jetzt ist ein bisschen Regen dazu gekommen, deswegen ist
im Hintergrund jetzt etwas laut. Wie wir sehen können, hier ist alles mit Öl schnoddervoll. Wie gesagt, also ich vermute, dass es aus dieser Ölwanne hier unten kommt, an der Ölwannendichtung. Vermute ich, dass es undicht ist. Das ist jetzt hier wieder sehr schwierig mit der Kamera einzufangen, weil hier überall Schläuche sind. Aber genau um diese Öldichtung herum, zumindest so wie ich das erkennen kann, ist es ölig. Das heißt, von oben glaube ich jetzt weniger, dass was kommt. Aber wie gesagt, genau wissen werde ich es dann erst, wenn ich dann die Ölwanne ausgebaut habe und getauscht. Das mache ich aber in einem anderen Video. Jetzt, wie gesagt, geht es erstmal um den Keilrippenriemen. Das wird jetzt auch spannend. Ich muss hier durch diese kleine Öffnung durch. Da sehen wir den, der sieht nicht mehr frisch aus. Das werde ich jetzt wahrscheinlich filmtechnisch auch nicht eingefangen bekommen. Die Schrauben sehen auch super aus. Also, ja, der ist nicht weit weg. Ne? Der ist da, sag ich mal, in Griffnähe, aber da ist eben ganz, ganz wenig Platz. Das wird jetzt eine richtig schöne Aktion. Ich probiere jetzt mal mein Glück ohne Kamera und sobald es was zu filmen oder zu berichten gibt, schalte ich euch wieder mit dazu. Ja, ich würde da gerne weiter reinfilmen, aber das lässt einfach der Platz hier nicht zu. Ich denke, jetzt kann man es ganz gut sehen, dass der da drüber läuft. Hier diese große Scheibe, das ist von der Kurbelwelle. Und dann haben wir da oben eine kleine Umlenkrolle und hier auch nochmal eine kleine Umlenkrolle an der Lichtmaschine, so wie es aussieht. Und eben die Spannrolle hier. Sieht auch nicht mehr so frisch aus, habe ich auch neu bestellt. Ich weiß aber nicht, ob ich die da reingefummelt bekomme. Wie gesagt, ich wurschtel jetzt mal und sobald es was zu berichten gibt, nehme ich euch wieder mit. So, jetzt habe ich unten am Fahrzeug geguckt und ja, was würde ich sagen? In der Anleitung stand, dass man einen SW16 braucht, um hier anzusetzen und dann diese Spannrolle entsprechend vorzuspannen mit 70 Newtonmeter. Ein SW16 habe ich mir gekauft, aber das hier ist kein SW16 oder beziehungsweise da passt kein SW16 drauf. Das ist ja, sage ich mal, ein normaler Nussansatz. Da passt jetzt höchstens wahrscheinlich ein SW17, also eine 17er Nuss bekomme ich drauf, aber eben die 16er nicht, die ich habe. Und ich habe jetzt leider auch keine andere von diesen Spezialnüssen. Ich zeige euch das gleich mal am Werkzeug, wie das aussieht. Das heißt, ich habe hier diese Spannvorrichtung habe ich neu bestellt. Hier diese Umlenkrolle habe ich neu bestellt und auch die Rolle von der Lichtmaschine habe ich neu bestellt. Jetzt weiß ich nicht, das hier, denke ich mal, kriege ich noch relativ gut raus. Da kommt man unten ganz gut ran. Da habe ich auch hier, wenn mich nicht alles täuscht, die neuen Schrauben dafür. Bei den anderen Rollen muss ich jetzt mal gucken, wie weit ich komme. Ich werde es jetzt heute sowieso nicht mit Drehmoment festziehen können, weil mir noch der richtige Aufsatz fehlt. Das heißt, ich kann euch jetzt nur zeigen, den Einbau, beziehungsweise den Ausbau und dann den Wiedereinbau. Aber das wirkliche Festziehen mit Drehmoment, das müsst ihr euch dann am Ende einfach denken. Das muss ich dann sozusagen off-camera noch nachholen. Aber wie gesagt, den Ein- und Wiederausbau, den sollten wir heute hinbekommen. Jetzt zeige ich euch unten am Auto mal, von welchem Werkzeug ich spreche. Jetzt haben wir hier ich habe mir extra einen speziellen Drehmomentschlüssel besorgt, der hier vorne eben einen etwas anderen Anschluss hat, dass man eben sozusagen ja relativ flach das Ganze ansetzen kann. Da gibt es dann diese Aufsätze dafür. Habe ich mir, wie gesagt, weil das in der Anleitung stand, extra so ein SW16 besorgt. Aber der passt hier nicht. Ne? Eine 17er Nuss hingegen, die passt hier einwandfrei. Das heißt, mit einem 17er Schlüssel bekomme ich das gelöst. Das hier ist eine 13er. Das hatte ich mir auch irgendwo zurechtgelegt. Ist am Drehmomentschlüssel dran. Das ist eine 13er. Das heißt, ich werde jetzt am Fahrzeug den Riemen entspannen. Das ist hier mit dieser Nuss, also beziehungsweise die kontert die Position des gespannten Riemens. Die werde ich lösen. Dann müsste der sich entspannen. Dann werde ich den Riemen ausbauen. Dann werde ich auf jeden Fall diesen Spanner hier ersetzen. Denn ja, wie gesagt, der andere ist auch hier schon angerostet. Und wenn ich den dann ersetzt habe, schaue ich mal, oder wenn ich den ausgebaut habe, gucke ich mal, ob ich da noch an die andere Rolle rankomme oder eben nicht. Aber die möchte ich auf jeden Fall ersetzen. Das mache ich jetzt einmal. Zeigen werde ich euch das nicht können, da ist, wie gesagt, einfach zu wenig Platz. So, was soll ich sagen? Es artet wieder komplett aus. Und zwar, wenn wir uns, also ich habe eben mal versucht, bevor ich das wirklich löse, zu schauen, ob ich hier an diese Schrauben, also die neuen Schrauben, ob ich sozusagen im eingebauten Zustand an diese Schrauben rankomme. Ich komme an eine Schraube ran, und zwar, wenn das eingebaut ist, ja, dann sitzt das, ja, kann man sich jetzt, wie erkläre ich euch das am geschicktesten, sitzt das ungefähr so, im eingebauten Zustand, so ungefähr. Und an die vordere Schraube, da komme ich mit dem Werkzeug hin oder mit dem Aufsatz. Ich kann natürlich hinten keinen Schlüssel aufstecken, aber ich könnte hier mit einem Gabelschlüssel hingehen, um das zu lösen. Aber an die hintere Schraube, da kann ich nicht mal
diese Nuss ansetzen, weil da der Kühler im Weg ist. Ja, was soll ich sagen? Da drüben sieht man es auch schon. Hier habe ich ja jetzt auch das Rad abgenommen, bedeutet, ich will ja auch die Radkästen neu machen. Ich baue jetzt alles auseinander, ist mir egal. Ich verstehe nicht, wieso die Hersteller solche, ja sage ich mal, einfachen Teile so schwer zugänglich machen, dass man das halbe Auto zerlegen muss, um da gut ranzukommen oder um da überhaupt ranzukommen. Also klar, ich könnte jetzt den Riemen wechseln und den alten Spanner drin lassen, aber ja, das ist Gepfusche. Also das können andere machen, das mache ich nicht. Ich mache es jetzt eben ordentlich, bedeutet, die Rathausschale muss ich auch noch rausnehmen. Muss ich gleich nochmal durchsaugen. Hier sieht es schon wieder aus wie Sau. Hier ist die Rathausschale jetzt schon draußen. Hier komme ich jetzt an die ganzen Befestigungspunkte für die Stoßstange ran. Ist jetzt ein bisschen dunkel, aber ich denke, man kann es einigermaßen erahnen. So, da werde ich jetzt dann die Stoßstange lösen, wenn ich auf der anderen Seite das Rathaus noch ausgebaut habe. Dann mache ich hier noch ein bisschen meine Arbeitsfläche sauber. Dann werde ich oben, also oben hat es ja auch nochmal Befestigungspunkte für die Stoßstange, die werde ich dann auch abbauen. Dann mache ich in dem Zug auch gleich noch die Scheinwerfer neu. Ja, jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufräumen. Da drüben liegt schon der andere Kotflügel. Also das ist der alte, den werde ich wegschmeißen. Das ist der, den ich gerade rausgeholt habe. Da habe ich bereits 2 neu. Da habe ich mir jetzt die Schrauben, das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Und wie gesagt, dann mache ich die Arbeitsfläche ein bisschen sauber und schaue mal, dass ich da die Frontstoßstange abgenommen habe. Ich denke, es geht an der Frontstoßstange weiter, es sei denn, es kommen wieder irgendwelche unerwarteten Sachen dazwischen. Ich mache jetzt mal hier noch den Innenkotflügel raus. Wie gesagt, ein bisschen die Arbeitsfläche sauber. Und dann schaue ich mal, ob ich die Front abgenommen bekomme, ob ich dann die Lüfter rauskriege, um da ein bisschen Platz zu bekommen. Sobald es was zu berichten gibt, schalte ich euch wieder dazu. Das hier ist jetzt ja, einfach nur hier diese ganzen Innensechskantschrauben lösen und dann den Innenkotflügel ausbauen. So, wie ihr sehen könnt, die Frontschürze ist jetzt weg. Zumindest käme ich jetzt gut an die Scheinwerfer ran, um die zu tauschen. Weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt zuerst mache. Eigentlich wollte ich mich als erst um den Keilrippenriemen kümmern. Allerdings, jetzt ist zwar hier die Front weg, aber so wirklich mehr Platz hat man hier nicht an dem Keilrippenriemen. Also ich vermute, ich muss hier dieses gesamte Kühlerpaket noch ausbauen. Das artet schon wieder total aus. Ja, das werden wahrscheinlich mehrere Episoden, bis ich dann hiermit durch bin. Auch die Frontstoßstange war jetzt ein ganz schönes Gefummel. Alleine ist mal ein bisschen schwierig. Vor allem diese Stecker haben es mir wieder ordentlich besorgt. Und zwar haben wir da rechts und links 2 von diesen Steckern für das Tagfahrlicht. Und da muss man hier an der Seite mit so einem Schraubenzieher rein, das kräftig runterdrücken, gleichzeitig dran ziehen. Von unten kam ich auf der Beifahrerseite ran, auf der Fahrerseite aber nicht. Das heißt, das habe ich dann zuletzt gelöst. Hier auf der Fahrerseite ist das alles sehr zugebaut gewesen. Wie gesagt, da bin ich nicht rangekommen, bevor ich die Stoßstange abgenommen habe. Scheibenwischwasser ist natürlich ausgelaufen. Da gibt es hier so einen Schnellverschluss. Der ist dann hier an dem Stück mit dran. Ob der Rest, hier diese Gartenschlauchkonstruktion, ob das Audi Original ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, da hat schon jemand irgendwann mal was repariert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Audi da Gartenschläuche verbaut. Dann gab es einen zusätzlichen Stecker hier für das Abstandssystem. Also der hat ja so einen Abstandshalter. Das heißt, der hat nicht nur einen einfachen Tempomat, sondern eben einen Tempomat, der auch den Abstand halten kann. Und hier auf der anderen Seite nochmal der andere Stecker für das Tagfahrlicht. Wie gesagt, da kommt man echt blöd hin, weil dieser Stecker tatsächlich mit dieser Nase zum Entriegeln sitzt hier in diese Richtung. Das heißt, man kommt hier kaum hin mit dem Schraubenzieher, um das zu lösen. Also echt blöd gemacht. Aber jetzt, wie gesagt, ist die Frontstoßstange ab. Das waren, wie gesagt, diese 3 Stecker, also 4 Stecker, sorry. Hier war noch einer. Der war wahrscheinlich für die Pumpe von der beziehungsweise von der
Scheinwerferreinigungsanlage. Also auf der Fahrerseite haben wir den großen Stecker, den kleinen fürs Tagfahrlicht und die Verbindung von dem, ja, von dem Scheibenwischwasser bzw. Reinigungsmittel, was gleichzeitig auch für die Frontscheinwerfer genutzt wird. Dann haben wir einen zentralen Stecker hier in der Mitte für den also hier für dieses Abstandssystem und dann außen, wie gesagt, nochmal einen wieder fürs Tagfahrlicht. Ansonsten haben wir insgesamt hier vorne 3 Verschraubpunkte. Diesen hier, den hier in der Mitte, den habe ich mir jetzt mit B markiert. Hier oben war noch was verschraubt, das habe ich zuerst gelöst, damit diese Abdeckung raus kann. Diese Plastikabdeckung, die liegt da hinten. Da hätte ich die Schrauben aber gar nicht lösen müssen. Die kann man auch so rausziehen, aber ich habe sie eben gelöst, die Schrauben. Muss ich dann später wieder reindrehen, habe ich mir mit A markiert. Und hier drüben, wie gesagt, nochmal eine Schraubposition. Das heißt also, relevant sind diese Schraubposition, die mittlere Schraubposition und die hier, die müsst ihr auf jeden Fall lösen. Ihr müsst diese Abdeckung hier oben wegnehmen. Ne? Hier ist, wie gesagt, diese Plastikabdeckung, die müsst ihr wegnehmen, damit ihr an die Schrauben rankommt. Und dann sind es hier außen am Kotflügel oder beziehungsweise in der Rathausschale sind es 3 Stück. Das ist die hier, oder ist die hier und die da oben. Plus da eben drin sitzt auch noch mal eine. Gucken, ob ich die eingefangen bekomme. Ja, kriegt man jetzt schwer einfangen. Hier ist auf jeden Fall das Loch dafür. Da ist das Loch dafür. Und die Schraube, die ist fest mit dem Stoßfänger verbunden. Da wird dann einfach eine Mutter gegen gekontert. Die sehen dann so aus. Also das sind die Verschraubpunkte, die hier die Stoßstange halten. Wie gesagt, Rathausschale, dann der eine Verschraubpunkt rechts und links hier an der Stoßstange und eben die 3. So, kleines Status-Update. Ich bin jetzt ein Stückchen weitergekommen. Da ist der Scheinwerfer. Dort hinten habe ich jetzt mal die Frontstoßstange positioniert. Die werde ich dann noch sauber machen. Warum ist der Scheinwerfer draußen? Den muss ich ja tauschen, also beziehungsweise beide Scheinwerfer, weil das Glas nicht mehr so toll ist. Da gehe ich aber im Detail bei einem anderen Video drauf ein, wo ich wirklich nur die Scheinwerfer behandle. Ich habe ihn jetzt ausgebaut, unter anderem damit ich an der Seite, wo diese Spannrolle ist, für den Keilrippenriemen, damit ich da besser hinkomme. Ihr erinnert euch, ich hatte ja das Problem, damit ich die Spannrolle tauschen kann, muss ich hier mit so einem 10er Vielzahn, ne? Denn die Schrauben, die Spannrolle halten, sind eben solche hier, 10er Vielzahn, und die werden dann hier unten an den beiden Stellen mit dem Motorblock verschraubt. Hatte ich euch auch, glaube ich, vorher kurz gezeigt. Das sitzt dann, gucken wir, ob wir da hinfilmen können. Dort sitzt der Spanner für den Keilrippenriemen. Und da war einfach zu wenig Platz, um jetzt mit meiner 10er Vielzahnnuss, ich meine, die ist auch relativ lang, ja, um da ranzukommen. Und jetzt hatte ich schon die Befürchtung, dass ich die ganze komplette Kühlerfront abnehmen muss, also das Kühlerpaket hier vorne komplett, was ja dann bedeuten würde, ich müsste auch Kühlwasser ablassen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich dieses Konstrukt einfach nur ein bisschen rausziehen kann. Und unter anderem habe ich jetzt dafür den Scheinwerfer demontiert, damit ich an die entsprechenden Stellen einfacher hinkomme. Ich habe zum einen hier einmal den großen Stromstecker, der hier reingeht. Den habe ich jetzt mal gelöst, auch einfach, damit ich da ein bisschen besser hinkomme. Dann hat es hier an der Stelle solche Langschrauben. 3 Stück sind das. Sieht man auch von hier vorne. Hier sitzt eine, da unten sitzt eine. Und die da drüben, die habe ich jetzt schon rausgedreht. Ne, die hier habe ich schon rausgedreht, die musste ich rausdrehen, denn hier oben sind auch noch mal 2 Schrauben drin. Das zeige ich euch mal auf der anderen Seite. Da kann man das sehen. Ne, da sitzen hier die Schrauben durch, die gehen von unten, da sieht man die Köpfe, gehen die bis nach oben an den Halter und halten den, dass der eben sozusagen in dieser spezifischen Position bleibt. Das habe ich jetzt alles gelöst. Zudem habe ich hier oben, damit ich das ein bisschen vorziehen kann, auch, jetzt ist natürlich hier unten verspannt, also das hier ist normalerweise weiter hinten und dann auch verschraubt, genauso wie der Punkt, den habe ich auch gelöst. Das gleiche habe ich auch hier drüben gemacht, damit das sozusagen nicht bricht, wenn ich das jetzt ein bisschen vorziehe. Dann habe ich das gesamte Ding. Hier muss ich noch ein bisschen lösen an der Stelle, aber mir ging es jetzt nur darum zu testen, ob die Theorie klappt. Dann habe ich, wie gesagt, die Schrauben relativ weit gelöst, nicht ganz. Die beiden Schrauben, die hier durchgehen, habe ich rausgenommen. Ich habe hier unten
diese eine Schraube rausgenommen. Das ist die hier. Die habe ich gelöst. Die musste ich lösen, damit ich die zweite Schraube, die durch diesen Holm geht, damit ich die rausbekomme. Denn ansonsten blockiert das hier mit dem Werkzeug. Deswegen, die musste ich ganz lösen. Alle anderen habe ich nur relativ weit rausgedreht. Dann habe ich hier diesen Halter gelöst. Da ist normalerweise hier so ein Kühlschlauch oder irgendwas dran. Die Schraube habe ich jetzt mal wieder reingedreht, damit ich das nachher nicht vergesse, die wieder ranzumachen, um den Scheinwerfer zu demontieren. Aber das gebe ich dann in dem Scheinwerfer-Video auch nochmal im Detail ein. Musste ich das hier abbauen, denn hier an der Ecke hat der Scheinwerfer gehangen. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich die ganzen Schrauben gelöst und jetzt konnte ich das Ganze hier so ein bisschen vorziehen. Und jetzt, wenn wir unten drunter gucken, ich versuche das mal einzufangen, komme ich hier mit meinem Vielzahn auf einmal auch drauf. Es ist immer noch sehr eng, man sieht das, ich kriege jetzt hier nur ganz schwer ein Werkzeug hin, aber ich komme da jetzt an die Stelle. Und ich brauche ja mindestens so viel Platz, um die Schraube einführen zu können. Also es hilft mir ja auch nichts, wenn ich nur das Werkzeug angesetzt bekomme. Ich muss ja auch ein bisschen rausdrehen. Und wie ihr sehen könnt, hat sogar auch die Schraube Platz, die neue, damit ich die später wieder einsetzen kann. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, mit einem anderen Vielzahn, einen etwas kürzeren, dass ich das hier ansetzen kann, lösen. Und dann kriege ich den Spanner raus. Ich habe jetzt tatsächlich noch in meinem Sortiment an kleinen Bits noch einen kurzen Vielzahn gefunden, einen Zehner. Und wie ihr sehen könnt, die Spannrolle ist jetzt auch raus. Den Riemen musste ich leider durchschneiden, denn die Spannrolle, die war jetzt schon so vergammelt. Ich denke, man kann das hier auch erkennen. Ich habe die Schraube gelöst, die normalerweise die Spannvorrichtung vorspannt. Oder beziehungsweise ihr spannt ja das Ganze hier vor. Das heißt, ihr nehmt einen Drehmomentschlüssel und spannt das auf 70 Newtonmeter. Und dann schraubt ihr hier die Schraube fest mit 25 Newtonmeter, die dafür sorgt, dass diese Spannung erhalten bleibt. Wie gesagt, das Ding ist schon so vergammelt. Ich habe die Schraube hier komplett rausgedreht und der hat sich nicht entspannt, der Riemen. Und dann wollte ich nicht die Schrauben hier unten lösen, weil ich dann Angst hatte, dass sich das verkeilt. Deswegen habe ich den Riemen durchgeschnitten. Den schauen wir uns gleich im Detail an. Jetzt hätte ich gesagt, blende ich aber mal die Zeitrafferaufnahme ein. Ich hoffe, die ist was geworden, wie ich hier diese Spannrolle ausbaue. So, jetzt habt ihr das gesehen und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal nochmal den Riemen an. Ich muss sagen, der sieht eigentlich noch ganz gut aus. Also er hat hier an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen Spuren, wo es nicht so geil aussieht, aber ehrlich gesagt, der wäre tatsächlich noch gar nicht fällig gewesen. Also der ist noch in einem sehr, sehr guten Zustand, der Riemen. Da habe ich mich irritieren lassen von der Spannrolle und von dieser Linie hier in der Mitte.
Hier auf der Rückseite, der ist nicht porös, das passt alles noch. Den vergleiche ich jetzt mal längentechnisch mit dem, was ich bestellt habe. Dann baue ich hier die Spannrolle wieder ein, spanne das Ganze vor. Also wie gesagt, der Keilrippenriemen sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber ich habe jetzt bei Licht noch mal gesehen, dass tatsächlich doch an einigen Stellen ja, schon Sachen rausgebrochen sind. Also insgesamt sieht der Gummi noch gut aus, aber es gibt so ein paar Stellen, wo was rausgebrochen ist. Also sicherlich nicht verkehrt, dass ich den jetzt wechsle. Das hier ist das neue Teil von Audi. Das packe ich jetzt einmal aus. So, das neue Teil habe ich jetzt einmal ausgepackt. Jetzt schauen wir einmal grob, ob das von der Länge passt. Den einen habe ich jetzt natürlich leider zerschnitten, aber den müsste ich ja hier drumherum legen können. So, ich habe das jetzt mal zurechtgefummelt. Also ja, das sieht so aus, als ob das die richtige Länge ist. Ich vergleiche das off-camera, da habe ich 2 Hände, da kann ich das ein bisschen besser machen. Nochmal. Und wenn nicht, dann habe ich ja noch 2 andere, also da wird bestimmt ein passender dabei sein. Jetzt hätte ich gesagt, schicke ich euch wieder in den Zeitraffer und wir schauen, wie ich den Riemen wieder verbaue. So, das soll es dann jetzt gewesen sein mit dem heutigen Video. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr die Spannrolle und auch den Keilrippenriemen wechseln könnt. Wie gesagt, für den Keilrippenriemen müsst ihr dieses Fiasko nicht machen, das ganze Kühlerpaket ein bisschen nach vorne zu ziehen. Aber um die Spannrolle zu wechseln, musste das jetzt leider sein, sonst wäre ich da mit dem Vielzahn nicht an die Schrauben gekommen. Und auch ansonsten wäre das einfach viel zu eng gewesen. Aber jetzt habt ihr auch die Information, das heißt also auch das könnt ihr dann, falls es bei euch notwendig wird, entsprechend auch selber reparieren. Ich warte jetzt, wie gesagt, noch auf den entsprechenden Aufsatz für meinen Drehmomentschlüssel. Ich habe ja hier unten nur den 16er, brauche dann noch den 17er, damit ich das mit dem richtigen Drehmoment anziehen kann. Und dann geht es im nächsten Video entweder mit den Scheinwerfern weiter, wo ich euch im Detail zeige, wie ihr die ausbaut, wo da die Stecker sind, oder aber es geht an der Ölwanne weiter, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall bleibt es hier beim Thema Audi und am Ende mache ich dann nochmal ein kurzes Überblickvideo, wenn ich wieder alles zusammen habe. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.